Hey Leute, was geht ab? In diesem Video geht's, wie ihr wahrscheinlich schon sehen konntet, um das Thema Vorfahrt. Um dies aber richtig verstehen zu können, muss man erstmal wissen, was genau bedeutet eigentlich Vorfahrt. Die Vorfahrt regelt ganz einfach, wenn sich mehrere Verkehrsteilnehmer treffen, wer als erstes fahren darf und wer warten muss. Man muss hier aber beachten, es kommt lediglich nur zu einer Vorfahrtssituation, wenn sich eure Fahrspur die mit eines anderen Fahrzeuges kreuzt oder schneidet. Oder falls man sich eventuell gefährlich nahe kommt. Wie man hier wunderschön erkennen kann, gibt es aber durchaus Situationen, wo sich nicht unbedingt die Fahrspuren kreuzen müssen. Wozu brauchen wir eigentlich die Vorfahrt? Das weltweite Verkehrsaufkommen wird von Jahr zu Jahr immer größer. Und wir haben allein in der Bundesrepublik ca. 68 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Also wird hier, glaube ich, jedem relativ schnell klar, dass es bei so vielen Köpfen Regeln geben muss. Weil wie das dann teilweise in manchen Ländern aussehen kann, wenn sich nicht jeder unbedingt an die Verkehrsregeln hält, das habt ihr bestimmt jeder schon mal gesehen. Und auch wenn Deutschland da manchmal ein bisschen mit Regeln übertreibt, kann man, glaube ich, ganz froh sein, dass es Regeln gibt und sich die meisten da auch dran halten. Dann müsst ihr verstehen, die Vorfahrt gilt generell immer zwischen allen Verkehrsteilnehmern. Also vollkommen egal, ob das ein anderes Auto ist oder ein Reiter oder eine Kutsche oder ein Trecker oder vielleicht sogar ein Radfahrer. Also merkt euch, die Vorfahrt gilt immer zwischen allen Verkehrsteilnehmern. Fußgänger sind hier allerdings ein bisschen ausgeklammert, weil die selten auf der Straße laufen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, aber jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen, wie wird die Vorfahrt jetzt geregelt. Als erstes haben wir Zeichen vom Polizeibeamten, dann gibt es Lichtzeichen, also Ampeln, dann natürlich die guten alten Verkehrszeichen und zu guter Letzt noch rechts vor links. So, und extrem wichtig ist jetzt, die wichtigste Vorfahrt ist immer der Polizist. Die zweitwichtigste Vorfahrt sind immer Lichtzeichen, also die Ampel. Als drittes kommen dann natürlich die Schilder und die sozusagen schwächste Vorfahrtsregelung ist rechts vor links. So, aber damit man das ein bisschen genauer versteht, zeige ich euch mal genau, wie das gemeint ist. Hier haben wir jetzt eine Kreuzung, wo wir zum einen die ganz normale Verkehrsampel haben, aber zusätzlich auch ein Vorfahrtsschild. Hätten wir dann noch einen Polizisten auf der Straße, wäre das dann so, dass nur noch der Polizist wichtig für mich wäre. Also die Ampel würde in dem Fall keine Rolle mehr für mich spielen und das Verkehrszeichen genauso wenig. So, aber da das doch relativ selten vorkommt, dass ein Polizist den Verkehr regelt, zeige ich euch noch ein kleines Beispiel. Ihr habt so ziemlich an jeder Ampelkreuzung gleichzeitig auch immer Verkehrszeichen stehen. Diese Verkehrszeichen sind aber nur wichtig, also kommen zum Tragen, sobald die Ampel kaputt oder außer Betrieb sein sollte. So, bei dem letzten Beispiel sieht man jetzt hier kein Polizist auf der Straße, keine Ampel, keine Verkehrszeichen. Also wäre hier natürlich rechts vor links. Also müsst ihr euch einfach merken, die Zeichen von den Polizisten steht immer über jeder Vorfahrt. Aber da das so selten der Fall ist, ist theoretisch dann das höchste die Ampel. Direkt gefolgt von den Verkehrszeichen, also Schilder. Sollte ich dann keine Ampel und keine Verkehrszeichen haben, ist immer rechts vor links. So, jetzt gucken wir uns aber mal die einzelnen Vorfahrtsregeln genauer an. Angefangen beim Zeichen des Polizeibeamten. Hier könnt ihr euch aber relativ leicht merken, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Checkst du seine Hosennaht, hast du freie Fahrt. Hat der Polizist den Arm gehoben, sollte man sich auf die Weiterfahrt vorbereiten. So, als nächstes würde ich euch jetzt im Normalfall die Lichtzeichen, also Ampeln, erklären. Da ich aber schon ein super ausführliches Video in Bezug auf Ampelkreuzung gemacht habe, pinne ich euch das einfach oben bei den Infokarten mit an. Als nächstes kommen wir dann zu den Verkehrszeichen. Da gibt es dann zum einen nur die zwei positiven, Vorfahrtstraße und einmal Vorfahrt, und zum anderen die zwei negativen, Halt, Vorfahrt gewähren und Vorfahrt gewähren. Bevor wir jetzt aber auf die einzelnen Schilder eingehen, muss man erstmal die Logik verstehen. Erstes Beispiel, habt ihr ein positives Vorfahrtsschild, spielt es keine Rolle, ob ihr geradeaus fahren wollt oder links oder rechts abbiegen wollt. Man hat hier immer Vorfahrt vor dem Querverkehr, also die Autos, die von links oder rechts kommen. Außerdem ist wichtig, wenn ich ein positives Vorfahrtszeichen habe, hat der Gegenverkehr, also die von vorne kommen, immer dasselbe Verkehrszeichen wie ihr selber habt. Weil wie man hier auch erkennen kann, man befindet sich schließlich ja auch auf ein und derselben Straße. Trotz alledem muss der Querverkehr aber auch hier immer ein negatives Schild haben.
Also noch ein kleines Beispiel, habt ihr einmal Vorfahrt, hat er gegenüber auch einmal Vorfahrt. Aber der Querverkehr muss ein negatives Schild haben. Zur Sicherheit zeige ich euch hier aber noch mal ein paar Beispiele, damit man das auch wirklich versteht. So, jetzt gucken wir uns die Schilder mal ein bisschen genauer an, angefangen mit den positiven Vorfahrtzeichen. Was genau ist eigentlich eine Vorfahrtsstraße? Wie der Name schon sagt, ist das eine Straße, auf der ich Vorfahrt habe. Wir sind hier in diesem Fall auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs und ihr könnt ja mal beobachten, bei allen Seitenstraßen, die hier vorhanden sind und kommen, steht vor jeder einzelnen Straße dieses Vorfahrtsschild. Also weiß ich als Schüler oder Autofahrer, dass ich auf der kompletten Straße Vorfahrt habe und nicht nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Man kann sich auch merken, dass meistens innerorts auf Vorfahrtsstraßen 50 km/h gilt. Die Vorfahrtsstraße geht dann so lange, bis es eventuell von diesem Verkehrszeichen aufgehoben wird, oder falls ihr abbiegt und die Vorfahrtsstraße verlassen solltet, oder man hat am Ende der Vorfahrtsstraße wieder ein negatives Schild. So, jetzt kommen wir zur sogenannten Einmalvorfahrt. Hierzu muss man sagen, das sieht aus wie ein negatives Schild, ist aber dennoch ein positives. Hier in dieser Kreuzung haben wir jetzt das Schild Einzelvorfahrt. Dies bedeutet hier wieder, ich habe Vorfahrt in Bezug auf den Querverkehr. Bis hier ist jetzt eigentlich alles ganz normal. Wenn wir aber weiterfahren und zur nächsten Straße kommen, kann man hier sehen, dass es keine Verkehrszeichen gibt. Also wäre in dem Fall rechts vor links. Hier bei dem nächsten Beispiel wieder dasselbe, einmal die Einzelvorfahrt. Nur fahren wir dann weiter bis zur nächsten Kreuzung, sieht man hier wieder Vorfahrt gewähren. Also lässt sich relativ schnell zusammenfassen, dass bei der Einzelvorfahrt im Grunde genau dieselbe Vorfahrt herrscht wie bei der Vorfahrtsstraße. Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht auf der kompletten Straße Vorfahrt habe, sondern nur dort, wo das Schild steht. Also muss man sich darauf einstellen, dass es bei der nächsten Seitenstraße komplett anders sein kann. Was hier noch wichtig zu beachten wäre, wenn ihr von einer Vorfahrtsstraße abbiegen wollt. Denn Fußgänger und Radfahrer, die in die gleiche Richtung fahren bzw. laufen, müssen immer durchgelassen werden. Wir befinden uns hier auf der Vorfahrtsstraße und wollen rechts in die Nebenstraße rein. Hier könnt ihr jetzt relativ gut erkennen, dies betrifft nicht nur die Verkehrsteilnehmer, die in dieselbe Richtung fahren, sondern auch die Fußgänger und Radfahrer, die von vorne kommen. Hier haben wir jetzt dasselbe Szenario, nur dass wir dieses Mal von der Vorfahrtsstraße nach links abbiegen wollen. Hier müsst ihr jetzt ebenfalls die von vorne als auch die von hinten kommenden Fußgänger und Radfahrer durchlassen. Für den Fall, dass ihr dort jemanden durchlassen müsst, wartet am besten immer in eurem Fahrstreifen und niemals im Gegenverkehr. Sollte man wirklich im Gegenverkehr stehen und warten und da kommen dann noch Autos von vorne, habt ihr ein gewaltiges Problem. Und denkt bitte auch daran, gerade bei so welchen Abbiegemanövern ist der Schulterblick wirklich extrem wichtig. Jetzt kommen wir zu den negativen Vorfahrtzeichen Vorfahrt gewähren und Halt Vorfahrt gewähren. Also das sogenannte Stoppschild. So, hier in diesem Beispiel seht ihr, jetzt haben wir das Vorfahrt gewähren Schild. Und wenn ihr mal darauf achtet, hier kann man relativ gut erkennen, dass der entgegenkommende Verkehr ebenfalls ein Vorfahrt gewähren Schild hat. Aber hier befindet sich die Querstraße und die hat in diesem Fall Vorfahrt. Wichtig hier zu erwähnen ist, ihr müsst nicht unbedingt stehen bleiben. Man muss dazu sagen, dies funktioniert aber nur, wenn ihr perfekte Sicht in die Querstraße habt. Und vor allem habt ihr bei diesem Beispiel keinerlei Fahrräder, die von links oder rechts kommen können. Also würdet ihr dann an die Straße ranrollen und bei sehr guter Sicht müsste man nicht unbedingt ganz zum Stehen kommen und ihr könnt mit rollendem Fahrzeug einfach weiterfahren. Geht hier in unserem Fall aber weniger, weil wir Querverkehr haben. Hier haben wir jetzt noch ein anderes Beispiel, aber wieder mit Vorfahrt gewähren. Hier hinten habt ihr wieder die bevorrechtigte, also die Vorfahrtsstraße. Aber wie man hier wunderschön erkennen kann, befindet sich hier vor der Straße noch ein Fuß- und ein Radweg.
Und da der sich immer vor der Straße befindet, müsst ihr euch zunächst einmal erstmal nur auf Fußgänger und Radfahrer konzentrieren. Solltet ihr dies dann geklärt haben, danach könnt ihr euch dann auf die Autos, also auf den Verkehr konzentrieren. Achtet aber hier ein bisschen darauf, dass ihr möglichst nicht auf dem Fuß- oder Radweg stehen bleibt. Heißt also, falls ein Auto vor euch an der Straße stehen sollte, bleibt ihr hier am besten vor dem Radweg mit eurem Auto stehen. Weil sonst kommt da ja keiner durch, ne? Sobald das Auto vor euch dann weitergefahren ist, könnt ihr vorfahren und seine Position einnehmen. Vorausgesetzt, es kommen keine Fußgänger und Radfahrer mehr. Steht ihr dann vorne direkt an der Straße, könnt ihr euch ausschließlich auf den Autoverkehr konzentrieren, weil man dann so weit vorne an der Straße steht, dass die Fußgänger und Radfahrer ohne Probleme hinter eurem Auto langkommen. Das kann aber auch unter Umständen mal vorkommen, dass man auf dem Fuß- oder Radweg stehen muss, weil ihr sonst einfach nicht in die Straße einsehen könnt. Aber das lässt sich einfach manchmal nicht vermeiden, so ist das nun mal. Da können die Radfahrer so viel meckern, wie sie wollen. So, dann nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das Vorfahrtgewährenzeichen zeigt die Wartepflicht gegenüber dem Querverkehr an. Denkt aber daran, Fußgänger und Radfahrer sind da immer mit inbegriffen. Und denkt daran, ich kann natürlich anhalten, aber es ist kein Muss. Also immer vorausgesetzt, die Sicht ist gut, dürft ihr auch vorsichtig weiterfahren, ohne richtig anzuhalten. Jetzt haben wir noch das zweite negative Schild, also Stoppschild, Halt, Vorfahrt gewähren. Das Gute ist aber, über das Stoppschild habe ich schon ein mega ausführliches Video gemacht. Also lernt ihr, glaube ich, mehr, wenn ihr euch das anguckt, als wenn ich das jetzt auf die Schnelle erklären würde. Ich hefte euch das Video aber wieder oben in den Infokarten an. So, jetzt fehlt aber noch die sogenannte abknickende Vorfahrtsstraße. Dort haben wir dann das einfache Vorfahrtsstraßenschild gepaart mit dem dazugehörigen Zusatzzeichen. Dieses Zusatzschild gibt es dann in den verschiedensten Ausführungen. Ihr könnt hier aber super leicht und blitzschnell erkennen, wo die Vorfahrtsstraße lang führt und wo die dazugehörigen untergeordneten Straßen lang führen. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel. Hier haben wir jetzt die abknickende Vorfahrtsstraße. Merkt euch am besten das Zusatzschild und dann fahren wir erstmal ein Stück weiter. So, und wenn wir dann auf die Kreuzung zufahren oder wenn wir da angekommen sind, könnt ihr relativ leicht erkennen, wo dann die Vorfahrtsstraße lang führt und aus welcher Richtung die untergeordneten Straßen kommen. So, wenn der Prüfer nichts sagt, bleibe ich hier auf der Vorfahrtsstraße drauf und es muss immer geblinkt werden. So, jetzt haben wir hier mal dieselbe Kreuzung, nur von der anderen Seite, also von der anderen Perspektive. Und hier könnt ihr jetzt relativ schön erkennen, dass auf diesem Zusatzzeichen ihr von der untergeordneten Straße kommt sozusagen. Und natürlich von rechts die untergeordnete Straße und dann letztendlich noch hier die Vorfahrtsstraße. Fahren wir zunächst mal wieder ein bisschen vor und dann könnt ihr hier wieder eigentlich wunderschön erkennen, wo genau die Vorfahrtsstraße lang führt. Wir haben natürlich unser Stoppschild und dann noch von rechts die untergeordnete Straße. Hier könnte allerdings ein Vorfahrt gewähren oder ein Stoppschild stehen, das weiß man nicht so genau. Wir haben natürlich unser Stoppschild, aber hier kann man jetzt recht gut sehen, er hat ein Vorfahrtgewährenzeichen. Zunächst einmal ist dann natürlich immer erst die Vorfahrtsstraße wichtig. Aber anschließend, wie ihr hier sehen könnt, habt ihr beide ein negatives Schild. Und hier muss dann, was ein bisschen komisch ist, trotz Stoppschild rechts vor links angewandt werden. Also können wir hier zur abknickenden Vorfahrtsstraße zusammenfassen, wenn der Prüfer nichts sagt, müsst ihr immer auf der Vorfahrtsstraße draufbleiben und es muss geblinkt werden. Soll man die Vorfahrtsstraße verlassen, wird dies der Prüfer immer ansagen. Aber Achtung, wenn ihr die Vorfahrtsstraße verlassen wollt und ihr müsst dafür die Gegenfahrbahn überqueren, seid ihr immer wartepflichtig, weil der Gegenverkehr Vorrang hat. Sieht dann in der Praxis so aus. Ihr wollt hier die Vorfahrtsstraße in gerader Richtung verlassen und von rechts kommen die Autos, die sich auch auf der Vorfahrtsstraße befinden. Aber da sie auf der Vorfahrtsstraße draufbleiben und wir die Vorfahrtsstraße verlassen wollen, sind wir immer wartepflichtig. So, und das führt uns direkt zu unserer letzten wichtigen Vorfahrtsregelung, nämlich wenn ich Linksabbieger bin, Vorrang des Gegenverkehrs. Dies bedeutet ganz stumpf, sobald ich irgendwo links abbiege, muss ich den Gegenverkehr Vorrang gewähren, also vorlassen. Nur super wichtig ist hier, diese Regel muss immer angewandt werden. Ganz egal, ob ich ein Stoppschild habe oder ein Vorfahrtsstraßenschild oder Vorfahrt gewähren oder einmal Vorfahrt oder sogar eine Ampel
oder rechts vor links. Selbst bei einem Polizisten müsst ihr die Regel genauso anwenden. Weil wir haben ja am Anfang des Videos schon gelernt, wenn ich ein Vorfahrtsschild habe, hat der von oben kommt, immer dasselbe Schild. Also habt ihr dann letztendlich dieselbe Vorfahrt. Nur weil ihr Abbieger seid und er geradeaus durchfährt, müsst ihr warten. Und wie schon gesagt, dann spielt es auch keine Rolle, ob ihr ein Vorfahrtsschild oder Vorfahrt gewähren oder eine grüne Ampel habt, was auch immer, die Regel wird immer angewandt. Genau dieselbe Vorfahrtssituation wäre übrigens, wenn ihr nach links abbiegen wollt und der Gegenverkehr von vorne will nach rechts abbiegen. In diesem Fall sind wir dann genauso wartepflichtig. Wenn ihr euch die Situation dann mal einfach umdreht und ihr wollt geradeaus fahren oder rechts abbiegen, müsste dann auch hier natürlich der Gegenverkehr auch euch durchlassen. So, die letzte richtige Vorfahrt, die man dann noch hat, wäre rechts vor links. Und zum Glück gibt es auch hier schon ein fertiges rechts vor links Video. Weil wenn ihr die rechts vor links wirklich vernünftig verstehen wollt, dann dauert das wohl länger, das echt ausführlich zu erklären. Und dann würde das Video wahrscheinlich über eine Stunde dauern. Das rechts vor links Video pinne ich euch oben in den Infokarten wieder an. So, und zum Schluss gibt es noch den Kreisverkehr. Und auch hier existiert schon ein Video, wo es nur um den Kreisverkehr geht. Dies findet ihr dann genauso oben in den Infokarten. So, und ganz zum Schluss liste ich euch noch einmal die ganzen Vorfahrtsregeln der Wichtigkeit sortiert auf. So, aber das war's dann auch schon mit der Vorfahrt. Wenn ihr aber die Vorfahrt voll und ganz verstehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall die externen Videos an. Zumindest von den Ampelkreuzungen, das ist ziemlich ausführlich und relativ wichtig. Das mit den Stoppschildern sollte man auch richtig verstehen, weil das in der Prüfung sehr wichtig ist. Und dass man rechts vor links von Grund auf versteht, ist sowieso wichtig, weil da viele Schüler in der Prüfung durchfallen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwelche Fragen unbeantwortet geblieben sind, lasst es mich wissen. Teilt das Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.